So, we're going to be waiting for everyone to come in and join us. There's going to be people coming in and joining us. So we're going to let everybody come in. Welcome. Today we're going to be building rockets, if you didn't know. Things like these. Come in, come in. Get comfortable. So we're going to give you a few minutes to get in and come in. Welcome. Jason? Yes. Let us make a small introduction round after we introduce ourselves. Let them introduce themselves as well. Right. Wonderful. Okay. So I believe we can get started. Are there many people in the waiting room? Well, everyone is in here now. Brilliant, brilliant, brilliant. Okay, let's get started, definitely. But it should be 8 children, right? Ich rufe noch ein paar jetzt an, die jetzt noch nicht da sind. Okay, let's Aber please ihr wait. fangt mal an. Nee, warte noch ein bisschen, wir haben das mit eingeplant. Okay, gut. Also, ich hätte eine Frage. Ja. Es ist auf Englisch, weil die Adamawa kann nicht Englisch. Sie Es ist fragt, auf ob Englisch und auf Deutsch. Ach so, hast du gehört hier? Ich werde auf Deutsch sprechen und Jason wird auf Englisch sprechen. Okay. Kann sie Deutsch? Ja, sie kann Deutsch, nur Englisch Okay. kann sie nicht. Aber Deutsch kann sie schon. Okay, das wird kein Problem sein. Wir werden es in beiden Sprachen machen. Kann man mit Video oder kann man auch ohne Video? Es wäre gut mit Video, damit wir auch euch sehen können. Ah, okay, dann passt. Wenn natürlich die Verbindung schlecht ist, dann geht es auch ohne Video. Okay, passt. Okay? Okay, passt. Aber wir würden schon gern sehen, mit wem wir reden. Ach so, okay, dann ist die Adamawa. Good morning. Morning, morning. Welcome, welcome. Is here the mother from Elara. Excellent. Welcome. Thank Everyone. you. Sadora. Good morning. How are you? Hello. Good morning. Hi. Good morning, ma'am. See you. Nicht schüchtern sein, don't be shy. Alright, you're using your phone, not my own. Okay, that was it. Is it there, John? Is it on now? Can you see me? Yes, brilliant, brilliant. Excellent. Hello, everyone. Hi, welcome, welcome, welcome. Willkommen. Hi. Thank you. Sadora, when we met last, you were not there. Are you okay? Fine, I'm good. Thank you very much for asking. Thank God. Okay, I didn't see you. There was a program, so I didn't have to be there. I had other things to do as well. Okay. Yes. Okay. So, Laura, you concentrate me. I'm going to do something. Okay, Laura. So if you want to say anything. How many people do we have at the moment? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 children. 7. Okay, okay, good. Die Netschma ist unterwegs, sie kommt 7 gleich. children. We have now 7 children. Excellent. Right? So one Good. child is still missing. Okay. Und du Good. sagst, die Netschma ist noch unterwegs, oder was? Ja, sie hat gemeint, sie ist am Weg nach Hause, ihr Sohn ist zu Hause, aber sie sollten gleich einsteigen, also Okay, Ja. dann vielleicht fang's an. können wir vielleicht beginnen, gell? Sehr gut, perfekt. Okay. All Super. right. Jason, the floor is yours. All right, brilliant. So welcome everybody, welcome. You are very welcome. At the moment, if you can, you're welcome to keep your videos on.
but put the mute button for 1 second, just for 1 second. And because we're doing this lesson by Zoom, that's actually the first thing that we want you to do, is to be able to make sure you can click the mute button on and off. All right, simple. So for Also, now, we want it to be off. Willkommen. Yep, mute. Okay. Adora, you were saying? What? I'm muted. Great. Okay. Willkommen. Now, okay, so just please let them know to keep theirs on mute for now. Exactly. Seht ihr, mir ist genau das passiert, was ich euch gerade zeigen wollte. Ihr könnt euch muten und unmuten, ja? Während wir reden, ist es gut, wenn ihr gemutet seid, weil dann hören wir die Hintergrundgeräusche von euch nicht. Und wenn ihr was sagen möchtet, dann bitte unmuten, so wie ich gerade. Und dann könnt ihr reden. Okay? Bitte bleibt momentan alle auf Mute. Das wäre echt super. Ja? Excellent, excellent. Okay, so we want you to have your buttons on mute for now, but of course, unmute when you want to share. Okay? So today, we're going to be building rockets. That's what we're going to be doing. Heute bauen wir eine Rakete. And everyone that's in here now, once you're in the class, you are a scientist. Jeder, der hier ist, momentan hier, sobald wir in dieser Klasse sind, seid ihr alle Wissenschaftler. Okay, so welcome, my scientists. Willkommen, liebe Kollegen, willkommen, liebe Wissenschaftler. Super, super. So today, what we're going to be doing, my name is Jason, the scientist. I am going to be taking the class and I will teach you today how to make your own rocket. Mein Name ist Jason, der Wissenschaftler. Das ist meine Unterrichtsklasse und ich werde euch jetzt beibringen, wie ihr eine Rakete machen könnt. I'm a teacher, I'm a science teacher, and I'm a musician as well. These are the two things that I love to do. Ich bin ein Wissenschaftsprofessor, unterrichte Naturwissenschaft und bin Musiker ebenfalls. Und das sind die zwei Dinge, die ich sehr liebe zu machen. So I teach a range of ages from very young to people with beards as long as myself. So yeah. Ich unterrichte unterschiedliche Altersgruppen, sehr junge Menschen und Menschen mit Bärte, die länger sind als meiner. Right, and by my side is Adora Efwedu, and we are together. I'm going to give you this class. She is amongst many things, she is a medical student today. That's one of the things that she does, but she's also the co-founder of the Frauen community and also works with the Red Cross and is a racial awareness trainer. Okay, an meiner Seite bin ich, an seiner Seite bin ich, Adora Fuedu, und ich werde das Programm mit ihm gemeinsam durchlaufen mit euch. Ich werde den deutschen Teil übernehmen. Und ja, ich bin Medizinstudentin, arbeite beim Roten Kreuz und was noch? Ich bin Antirassismus-Trainerin und Mitbegründerin der Schwarzen Frauen-Community. Excellent. Okay, brilliant. So welcome, my fellow scientists. The first thing that I'd like to share with you is that this class is inspired by somebody called Jemison.
Das Erste, was wir mit euch teilen möchten, ist, dass diese Klasse inspiriert ist von einer Frau, die heißt Mae Jemison. Right. So Mae Jemison is both a medical doctor and an astronaut. Also Mae Jemison ist eine Ärztin und eine Astronautin. She has done many amazing things, including being the first Black female astronaut. Sie hat sehr viele großartige Dinge getan, unter anderem auch die Tatsache, dass sie die erste schwarze Astronautin war. Ist. Yeah, and she worked with NASA. Sie hat mit NASA gearbeitet. And she's also, as I said, a medical doctor and a supremely, today actually, incredibly famous and inspiring science and a science, somebody who advocates for science, who shares it with many people and many age groups. Sie ist, wie schon gesagt, Astronautin, aber auch Ärztin. Und sie ist extrem bekannt und ist eine Person, die wirklich für die Wissenschaft lebt und die Wissenschaft allen nahebringen möchte. And today we're going to hear a bit more about Mae Jemison from Adora. Und ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch gerne sagen möchte zu Mae Jemison. Sie wurde am 17. Oktober 1956 geboren in Alabama und ihre Eltern sind nach Chicago gezogen, damit sie ihren Kindern ein schöneres Leben bieten können, mehr Möglichkeiten. I'm going to also translate it into English in case somebody's there that does not understand. Mae Jemison was born on the 17th of October 1956 in Alabama, and her parents moved to Chicago to give their children more opportunities. Sie hatte sehr viele Träume und hat zunächst einmal in Stanford begonnen zu studieren, und zwar Chemical Engineering, Chemie, Technik und afroamerikanischen Studien. Und gleichzeitig hat sie nebenbei auch bei Alvin Ailey American Dance Theater tanzen gelernt. Ja? She had a lot of dreams, and she started off studying chemical engineering in Stanford and African American studies, and at the same time she learned dance in the Alvin Ailey American Dance Theater. Sie hat mit 9 Jahren schon begonnen zu tanzen. Das war ihre zweite Leidenschaft neben der Wissenschaft. She started dancing at the age of 9 years, and it was her second passion beside science. Nachdem sie dort also ihr Studium abgeschlossen hat, musste sie sich entscheiden, will sie jetzt den Weg der Kunst oder der Wissenschaft gehen. She had to decide which way to go, art or science. Und sie hat sich für die Wissenschaft entschieden und in der Cornell Medical School 1977 studiert. She chose science and studied in the Cornell Medical School medicine. Und in ihrem Studienzeit hat sie eben auch in Kambodscha, in Ostafrika und allgemein in Afrika in unterschiedlichen Regionen gearbeitet. Und dann am Schluss in Los Angeles, Kalifornien, als Allgemeinmediziner zu arbeiten. During her studies, she worked in different places, Cambodia, East Africa, and other places in Africa. And until she then moved to Los Angeles and worked as a general practitioner. Und während dieser Zeit hat sie ihren großen Traum nicht loslassen können. She could not let go of her huge dream to become an astronaut, eine Astronautin zu werden. Und wie sie in der Volksschule war, hat sie einer Lehrerin gesagt, sie möchte Wissenschaftlerin werden. Und die Lehrerin hat sie gefragt, du meinst wohl Krankenschwester, ja?
So she told the teacher when she was in primary school that she wants to become a scientist. And the teacher asked her, you actually mean nurse, right? Und deswegen hat sie sich das zum Wahlspruch gemacht, lass dich nicht von der mangelnden Fantasie anderer aufhalten. Ja? Sich nicht von der mangelnden Fantasie anderer aufzuhalten. Never be limited by other people's limited imagination. Ja? Das ist ihr Wahlspruch, der auch Teil dessen ist, weswegen sie so großartig geworden ist, wie sie geworden ist. Ja? Sie hat sich 1987 beworben bei NASA und wurde als eine von 15 aus 2000 Personen ausgesucht, um die Astronaut-Training-Programm zu machen. Ja? Sie hat im 1987, she applied with NASA, and she was one out of 15 people chosen out of 2,000 people to start the astronaut training program. Amazing. Und im September 1992 wurde sie mit der Space Shuttle Endeavour als erste Afroamerikanerin und Mission Specialistin 8 Tage ins All geschossen. Für 8 Tage. September 1992, with she went into space with the Space Shuttle Endeavour as the first Afro-American woman and as a mission specialist. Etwas, was ihr wissen müsst, ist, dass diese Frau Höhenangst hatte, ja, und sie musste ihre Höhenangst überwinden, um fliegen zu können ins All. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man seine Ängste überwindet, um an seine Ziele zu kommen. One thing you have to know is that she was scared of heights, and she had to overcome this fear in order to be able to go into space. And that's something that's very important for us always, to overcome our fears, to be able to do the things we want to do. Ja? Sie hat die NASA dann verlassen 1993 und hat unterschiedliche Organisationen gegründet. She left NASA 1993 and founded different organizations. Eine von diesen Organisationen würde ich jetzt kurz noch besprechen, und zwar, das ist das Projekt The 100-Year Starship. Das one of the projects I'd like to highlight is the project The 100-Year Starship. Und zwar ist das Ziel dieses Projektes, innerhalb von 100 Jahren die Reise in andere Sonnensysteme zu ermöglichen. The mission of this project is to be able to travel to other solar systems within the period of 100 years. Und wenn ihr euch das überlegt, momentan ist es so mit der Raketengeschwindigkeit, dass man bis zum nächsten Punkt eines anderen Sonnensystems 70.000 Jahre braucht. Ja? So you have to imagine that at the moment it is like that in order to get to the closest points in another solar system, it would take you 70,000 years. Das heißt, es ist ein Riesenplan, ein Riesenziel, das sie sich gesetzt hat. Schauen wir mal, ob es klappt. Das wäre echt toll. It's a huge step that she wants to take, and it would be great if she could get there. Gut, ich glaube, die Message von Frau Dr. Jemison ist klar. Lasst euch nicht von anderen sagen, wie groß ihr träumen dürft, und lasst euch nicht von euren Ängsten zurückhalten. I think the message of Dr. Jemison is really clear. Don't allow anybody to tell you how much you can dream or how high you can go, and don't allow your fears to stop you. I love that. Thank you very much, Adora. That's inspiring. Shoot for the stars is what we're saying, right? Shoot for the stars. Aim high. Aim high. Did you suggest that we should make them introduce their names and so on? That would I think that's a good idea.
So please, so we've introduced ourselves. I'm Jason, and you just heard from Adora. And I'd like to hear from each of you. So please may you introduce yourselves. So the first person to just unmute and one person speak at a time. So if somebody is speaking, even if you've unmuted your button, let the other person just say who they are, and then you can speak. Also ihr habt jetzt von uns gehört. Er ist Jason, ich bin Adora und wir würden gerne jetzt ganz kurz von euch was hören. Sagt uns bitte, wer ihr seid und auch vielleicht, wie alt ihr seid. Und ihr könnt euch unmuten und was sagen. Und falls mehrere Leute unmuted sind, bitte einen nach den anderen sprechen lassen. Okay? So you can unmute now. Click the unmute button. Wonderful. And begin to let us know who you are and your name, your how old you are. Ihr könnt euch Okay, super. My name is Alora. Welcome. Welcome, Alora. Thank you. How old are you? Wie alt bist du? I'm 9 years old. 9 years old. Excellent, excellent. Okay, thank you. Next, who else do we have? Yes, hello. Please say your name. Anyone? I'm Angel and I'm 12 years old. Wonderful. Welcome, Welcome, Angel. Angel. Angel ist 12 Jahre alt. Can someone unmute? If you're not talking, click the unmute. Yeah, the mute button. Thank you. Wenn ihr nicht mehr sprecht, dann bitte wieder muten, weil sonst gibt es zu viel Hall. Ich hab dich nicht gehört. Okay, who's next? Wer kommt als nächstes? My name is Blessing. I'm 10 years old. Willkommen, Welcome. Blessing. Somebody else? Kommt schon, nicht schüchtern sein. Don't be shy. We're all friends here. Okay, I think everyone that wants to has introduced themselves, so thank you very much for that. Remember, you are all scientists. Danke fürs Vorstellen. Vergesst nicht, ihr seid alle Wissenschaftler. Okay, so the first thing I just want to do very quickly is show you Miss Jemison. Das Erste, was wir kurz machen wollen, Okay. ist euch Miss Jemison zu zeigen. Okay, so whoever's the host at the moment, can you let me have access to the screen? Apparently I haven't got screen sharing access. And I need to for this lesson. David is the host at the moment. Okay. Could you let us in, David? Yeah, 1 second. Thanks. Trying to find that button. Whilst we're looking, these are some of the rockets that I built earlier. These are the things that you will be making today. So these are some of them that I've made myself. I've got quite a few, you know. I spent a bit of time making these. Yep. Das sind ein paar der Raketen, die Jason selbst gemacht hat. Und ihr werdet auch eine machen, wenigstens. Okay, let's see. I'm just going to give you the host rights. Okay, do that. Yeah, that's good. Thank you. Okay, so let's just have a quick look at Miss Jemison. So this is Miss Jemison. And as you can see, she's there in her astronaut wear. Das ist Miss Jemison. Wie ihr sehen könnt, ist sie in ihrer Astronautenkleidung. Okay. All right, so what I'm going to do now is
we're going to get building rockets. So I'm going to show you a video that gives you all the material that you need to build a rocket and then shows you how to build it. And I will talk as the video is playing. Okay, was wir jetzt machen ist, ihr lernt jetzt, wie man eine Rakete baut. Jason wird euch ein Video zeigen, das euch einerseits sagt, was ihr braucht für die Rakete und wie man die Rakete baut. Und er wird im Laufe des Videos immer wieder mit Erklärungen machen für euch. So, Seid ihr bereit? Ja. Good. super. So I'm just getting it onto something that will play. Okay, good, super. So we're up and running, and let's share the screen. Okay, so we share this from the start. Let's try that again. Okay. Can you all see the video? Yes. It should be playing. Here we are. Ja, jetzt geht's. Okay, so this is some of the material that you need. And so you need a bottle. Ihr braucht eine Plastikflasche. And a cork. Ein Korken. Some sellotape. Fixo. Maybe some glue or double-sided tape. A pump eine with Pumpe a needle. Und eine Nadel. And something to draw with and a scissors. Und etwas, ein Karton zum Malen und eine Schere. Ich habe nicht alle diese Sachen. You don't need it now. Wenn du es nicht hast, musst du es jetzt nicht haben. Ja? Wir haben das Video, du kriegst auch die Unterlagen und kannst es dann selber auch machen. Ja? Okay. Okay? Wir So zeigen euch nur, damit ihr wisst, wie es geht. Okay, so right now yeah? Ich habe auch nicht bauen, weil ich habe auch nicht diese Sachen zum Bauen. Okay, wir zeigen euch jetzt mal, wie man eine Rakete macht. Ja? Jason wird euch das auch zusätzlich erklären, damit es auch verständlich ist. Und das Video wird dann zur Verfügung stehen und ihr könnt es dann im Nachhinein mit euren Eltern basteln. Ist das okay? Ja. Okay, super. In English nochmal, we're going to show you what you have to do, how you build the rocket. Jason will explain certain parts for you, and if you don't have the parts, it's not a problem. The video will be posted, and you can do it with your parents later on. Repeat it with your parents later on. Okay, good. So here we have, this is once again some of the material. And what I've just done now is measured the size of the bottle. So I put this sticky paper around the bottle to see how much of it I need. Okay, er hat jetzt die Größe der Flasche ausgemessen, damit er dieses Klebepapier draufgeben kann mit der exakten Größe. And I'm using a scissors to cut it. Schneidet Of es course. mit der Schere. It's right now I'm simply getting the right size to fit my flask. Okay, er schneidet die exakte Größe, um die Flasche, die für die Flasche passt. So what we're going to do is you're going to see that I'm going to stick this tape around and I'm going to cut a window into this paper so that you can see inside of the rocket. Okay, er wird das jetzt auf die Flasche drauf tun und wird gleichzeitig auch ein Fenster in das Papier schneiden, damit man ein Fenster hat in die Flasche hinein. So
simply put once you've got the right size, of course, we then cut the window. Okay, sobald du die korrekte Größe hast, schneidest du das Fenster aus. So you draw it and then cut it. Zeichnen und dann schneiden. If you don't draw it beforehand, it's possible that you make more mistakes. That's why we draw it beforehand. Wenn du es nicht im Vorfeld zeichnest, kann es passieren, dass du Fehler machst. Das ist der Grund, warum man es im Vorfeld zeichnet. Ihr müsst aber auch nicht ein Stanley-Messer haben. Ihr könnt es auch mit einer normalen Schere schneiden. Yeah, for all of you, I used it before for quickness, but it's safer to use a scissors, so don't, as Adora said. Thank you. Also er hat es nur für die Geschwindigkeit verwendet, das Stanley-Messer, aber sicherer ist es bitte mit einer Schere. Okay, so now you can see we have the body of the rocket with a window. Okay, jetzt sieht man den Körper der Rakete mit einem Fenster. So next, I'm cutting out what we call the fins. Als nächstes schneidet er die Flügel aus. Flügel, gell? Fins? Yeah, so we need four fins. Wir brauchen 4 Flügel. And I'm making it out of card. Und er macht die Flügel aus Karton. Kartpapier. Yeah. If it's soft paper, it won't work well. Es muss Kartpapier sein, weil wenn es weiches Papier ist, wird es nicht gut funktionieren. Okay, so you have to fold the side. Die Seite einschlagen. And I used double-sided tape to stick it to the bottle. Und mit einem doppelseitigen Klebeband an die Flasche kleben. Da können euch sicher eure Eltern helfen. Yes, most definitely. So if you notice, I stick it on the side where the nozzle or the tip of the bottle is. Wenn ihr seht, er klebt es auf die Seite, wo die Spitze der Flasche ist, also umgekehrt. Genau. Also die Flasche ist umgekehrt gedreht und die Flügel werden so angebracht. So you can see it now has the body, the window, and the fins. Also die Rakete hat jetzt den Körper, das Fenster und die Flügel. So here I'm making what we call a nose cone. Jetzt macht er eine spitze Nasencone. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Yeah, it's just a spitze is fine, or cone. Just a cone is fine. Ja. And so what we have, what I wanted to point out is how I did that. And I will leave a link in the chat to YouTube. There's many videos on YouTube on how to make a cone. And I'll leave 1 or 2 links on the chat because they can be made in many different ways. Also es gibt ganz viele Videos auf YouTube, wie man eine Spitze machen kann. Und er lässt einen Link im Chat, weil es ganz viele unterschiedliche Arten gibt, wie man es machen kann. So when you look, you can see that I took the corner. I started, so maybe I'll rewind it again. I started with, you can see the corner of the card. Okay, er hat begonnen an der Ecke eines Kartons. Yeah, and I simply fold it together. Und er hat es einfach zusammengefaltet. And bring it to a point. Genau, um es dann zusammenzuführen. Simply stuck the tip with sellotape. Und er hat die Spitze.
Ja, Ich muss kurz Wasser holen. Ich komme gleich. okay, kein Yeah, Problem. okay. Er hat die Spitze mit Tixo zusammengeklebt. And it will fit on the Kann ich bottom kurz was of the holen? flask. Ja, natürlich, natürlich. Geh nur. Geh nur. Yeah, so that will go on the bottom of the flask. Und das kommt an die Unterseite der Flasche. Ja? Die Spitze also die Unterseite ist die Spitze und die Unterseite und die Oberseite ist der Boden in diesem Fall. And this is me taping it. So I've made the cone and I'm taping it to the flask. Er hat die Spitze gemacht und klebt sie an die Flasche. So we now have the rocket made. Jetzt haben wir eine fertige Rakete. And this part you must do with your parents or your guardian. Diesen Teil müsst ihr bitte mit euren Eltern oder euren Erziehungsberechtigten machen, weil das ist nicht für euch gedacht. Das ist zu gefährlich. And what I'm doing is I'm making a hole in the cork. Er macht ein Loch in den Korken hinein. So this hole is where we're going to put the needle of the pump. In dieses Loch wird die Spitze von der Pumpe reingegeben. So you can see once you've got it through, you've made your hole and you've now made your rocket. Und jetzt, wo das durchgegangen ist, ist er fertig mit der Rakete. Okay, brilliant. So Und wichtig ist, Entschuldigung, dass der Korken nicht zu straff in diesem Loch reingeht, aber auch nicht zu leicht. yeah. So I'm just going to show them once again. So I'm just going to briefly run through that, but on paper so they can see it. Here is the material that you need. Material, das ihr braucht. We have a bottle, card, Flasche. scissors, tape, all the, yeah. Genau. Bottle, card, scissors, and sellotape, double-sided tape, sticky paper, cork, ear pump with a needle, and water. Was ihr braucht, ist eine Flasche, ein Karton, Schere, Tixo, doppelseitiges Klebeband, Klebepapier, einen Kork, eine Luftpumpe und Wasser. Okay, and we'll share this with you so you'll all get the sheet later. Also wir werden es mit euch teilen und ihr kriegt alle dieses Papier, die Beschreibung später. So just briefly to go through how we do it, it's all on the sheet for you to see, and all of the steps are there. So obviously you get your bottle, you make your tape with a window, and you can actually even do it without that, but it looks cooler with the tape. Also wie schon gesagt, ihr nehmt eine leere Flasche und beklebt diese Flasche mit einem Fenster. Man kann es auch ohne Fenster machen, aber es schaut viel cooler mit Fenster aus. And after you've put the fins on and the cone and you've made your hole in your cork, nachdem ihr die Flügel und die Spitze angelegt habt und ein Loch in den Korken gemacht habt, you have to have something that you're going to launch your rocket from. Da braucht ihr irgendetwas, mit dem, auf dem die Rakete gestartet werden kann. Das heißt, ihr braucht eine Startrampe. So you need to get something to launch it, and basically I'm going to show you later different examples of launch pads. Also ihr braucht etwas, wo ihr die Rakete starten könnt, und er zeigt euch später unterschiedliche Beispiele für Startrampen.
And so the way that we do it is we have to fill our rocket half full with water. Wir müssen die Rakete zur Hälfte füllen mit Wasser. And can I ask anyone, does anyone know why we fill it with water or only half fill it with water? Does Weiß anyone von know? euch, hat jemand von euch eine Ahnung, warum wir die Rakete zur Hälfte mit Wasser füllen? Warum es nur zur Nein. Hälfte ist? Ja? Any ideas? Just unmute and say. If you have an idea, just unmute and speak. Wenn ihr eine Idee habt, einfach unmuten und einfach sagen. Ist nichts falsch. Okay, so one thing that's really important in my classes, nobody has to worry about being wrong. Ja, also etwas, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Unterricht, ist, keiner muss sich Sorgen machen, etwas falsch zu sagen. Okay, so I'm going to show you this picture of the rocket. So let's use this picture. Okay. We have at the bottom of all rockets some fuel that is burnt, and that is what drives the rocket. That's the fuel is needed to push the rocket. Also an der Basis jeder Rakete befindet sich Benzin, das verbrannt wird. Das ist das, was die Rakete befeuert. And in our case, the water is our fuel. In unserem Fall ist das Wasser unser Benzin, unser Gas. Okay. Now, so I'm going to start showing you some videos of the launch and how we actually launch the rocket into the sky once you've made it. Okay. Zeigt euch jetzt ein paar Videos vom Launch, also vom Start der Rakete, wie ihr das machen könnt, sobald ihr die Rakete gebaut habt. Okay, share it again. And hold on, let's make sure it's playing. And okay, why not? Okay, it's playing. Good. But we're seeing you. Okay, Share screen. yeah, I'm just trying to get back to my Zoom, and now we can share the screen. Good. Okay, good. Okay, give me one sec. So, 1 second, I'm just gonna see if it works offline. Okay, so I'm going to show a few different videos, and I'm just going to give it a second because it's not working online. Let me give you some examples of some important things to look for. Okay, zeigt euch gleich Videos und gibt euch jetzt ein paar Beispiele, auf was ihr achten müsstet. So this is my cork and I've made my hole. In this case, there's a plastic needle that I shared. I have a few different needles
and one of them was metal and it broke very quickly. Okay. Er hat einen Korken und eben hat dieses Loch in den Korken gemacht und er verwendet diese Plastiknadel, weil er es probiert hat schon mit einer Metallnadel und die ist recht einfach abgebrochen. So I will show you, if my videos work and we have a bit of time, I might show you some different needles that I used, but if you can see, I don't know if you can see this very well, but this needle has an extra bit of metal between the top and the needle. Also diese Nadel hat, wenn man sich genau anschaut, ein zusätzlichen Stück von Metall zwischen Spitze und Basis und Spitze der Nadel. And so it's stronger. That makes it stronger. Und das macht es stärker. So if you go and buy yours, buy ones like this. Wenn ihr so eine Nadel kauft, dann kauft so eine Nadel. Or Maybe we can snap a picture of the needle and send it also to them so that they have an idea. yeah, they're gonna get all of the different videos as well later that shows them the detail Also ihr werdet of auch the die different needles. unterschiedlichen Videos bekommen später, die euch das dann noch genauer zeigen. Wo kauft man so eine Nadel? In a sports shop. Also das kriegt man in einem Sportgeschäft. Weißt du, das ist eine Pumpe, Teil einer Pumpe. Und es gibt diese Basketballpumpen oder auch Fußballpumpen. Das sind die Nadeln, die man dafür verwendet. Die habe ich. Super, super. Okay, so let's get into sharing. Okay, let's find that. Here's the video. So let's go. So I'm filling it up with water, of course. Also die Flasche wird mal mit Wasser befüllt. And it's important that you fill it to half full. Also bis zur Hälfte mit Wasser befüllen. Okay, if you fill it too much, then you won't get enough air in. Wenn ihr es zu viel befüllt, dann werdet ihr nicht genug Luft reinbekommen. And also water makes it really heavy. Und Wasser macht die Flasche auch sehr schwer. Das heißt, sie würde schwieriger starten können. So we need a balance between having some fuel, but also some pressure from the air. Das heißt, wir brauchen eine Balance zwischen Benzin, in dem Fall Wasser, und Druck von der Luft. So if you notice, I'm checking now to make sure that it's half full. Er überprüft jetzt genau, um sicher zu gehen, dass es wirklich nur halb voll ist. And now on the ground, what you see is my launch pad. Das ist seine Startrampe, die er selbst gebaut hat. So you can see here, I put a hole in the side of a carton or a cylinder. Er hat ein Loch in die Seite eines Zylinders gestochen. And I put a hole in the top. Und auch ein Loch in die Spitze, Decke des Zylinders. And the hole is not bigger than the flask. Und das Loch darf nicht größer sein als die Flasche. So I'm pushing in my cork, and you can see that, yeah, gone. And I'm putting in lots of pressure. Rein. So I make it tight, that it's really, really tight, but it's not pushed too far in. Er macht das jetzt wirklich eng, dass es wirklich eng ist, aber nicht zu weit reingedrückt ist. Ja? So what I'm making sure that I don't point the tip towards my face.
Er geht sicher die Spitze nicht in Richtung seines Gesichts weisen zu lassen. And here we go. We get pumping and let it blast. Okay, und jetzt pumpt er und schaut, dass es die Rakete startet. Also die Rakete nie in deine eigene Richtung halten. And you keep pumping until it blasts. Hey. All right, that's it. So that's our rockets. And of course, make sure that you clear up all your rubbish afterwards. Mhm. All right, so we've made our rocket, people. Cool. So Okay. ist es mit der Rakete. Einfach auch darauf achten, eure Bestandteile dann auch wieder wegzuräumen. Ja? All right. So we're going to look at more and we're going to go into some more detail, answer your questions, look at the different parts of the rocket that you should be careful to make sure it works properly and then know why it works. Genau. Wir werden jetzt dann noch genauer ins Detail gehen und sicher mit euch besprechen, was man tun muss, um sicherzustellen, dass die Rakete funktioniert und auch weiß, warum die Rakete so funktioniert. All right. For now, I think it's a perfect time for us to take a little pause. What do you think, Adora? Perfekt, perfekt. All right. So Wir machen eine kurze Pause von 5 Minuten und könnt ganz kurz aufs Klo gehen, euch an Wasser holen, was zum Trinken holen und gleich wieder zurückkommen. I don't know if this is going to work because you know it gets loud when all the computers are on, but I want us together because when you're in this class, you are a scientist and also you can be anything you want to be, right? But because you're in a science class, I want you all to say together, we are scientists, okay? Okay, ich hoffe, es funktioniert, weil es kann sehr laut werden. Aber wenn ihr in unserer Klasse seid, seid ihr alle Wissenschaftler. Wir möchten, dass ihr euch jetzt kurz unmutet und alle sagt gleichzeitig, wir sind Wissenschaftler. We are scientists, either way. Yes. Deutsch Yeah. oder Englisch. So, Okay? unmute. Unmutet euch alle. Ja. Super. Okay, we've got some unmuted. Are they quite a few? Good, super. We got enough unmuted now. So in 3, 2, 1, we are scientists. Yes. Yeah. One more time. Nochmal, once more. We are scientists. Super. All right. Okay. Now click the mute again. Okay, super. All right. So what we've done so far Ihr müsst euch bitte wieder muten. Danke. Ja. we've learned how to make the rockets. We've seen a video. We've talked about a few things. So I'm going to show a little bit more, but there's other videos that we won't show now, but you can get them later. So we're going to get into how it works, and I'm going to show you a bit more on the launch pad. Okay. Wir haben jetzt gelernt, wie man die Rakete macht. Ihr könnt, wir werden uns das jetzt noch genauer anschauen ein bisschen. Und er zeigt uns jetzt, wie man den Launchpad macht, damit ihr das auch habt. Und es gibt noch andere Videos, die könnt ihr euch dann auch später anschauen. Okay. So can anyone, whilst we're waiting for this to play, can anyone tell me why do we put air into our rocket? Does anyone know why we put air into our rocket? Weiß wer von euch, warum wir Luft in die Rakete gegeben haben? To make it fly. Yes, true. To make it fly. And does anyone have another answer? You're right. We need the air to make it fly. We do. But what does the air actually do?
Wir brauchen Luft, damit die Rakete fliegen kann. Aber was macht die Luft eigentlich? Habt ihr eine Idee? What does the air do? Habt ihr eine Vorstellung? Okay, so the air creates the pressure, right? Air creates lots of pressure. Also Luft kreiert Druck, ganz viel Druck. So very quickly, we need at the bottom, the fuel comes out of the bottom. Das Benzin kommt von unten raus. Okay, and this is what the air pushes the water out of the bottle. Der Druck drückt, also der Druck, die Luft drückt das Benzin nach unten und raus. And as the water pushes down, that creates the rocket to go in the opposite direction, upwards. Also dadurch, dass das Wasser nach unten drückt, befördert es die Rakete nach oben. Okay, Das so let's try this one more time. Okay, but you're still seeing me. Let's go to that Zoom. Okay, good. So this is oh, there we go. So, oops, it's too fast for me. I can't even pause my own video. So this is a launch pad made of a shoebox. Das ist eine Startrampe, die er gemacht hat aus einer Schuhschachtel. So you can have any idea that you want. You can be creative and think of different ways. So I'm showing you how I did it, and I did it in a few different ways. You can think of however you want to do it. Ihr könnt eure Startrampe machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch vorstellen, unterschiedliche Vorstellungen haben. Er zeigt euch einige Möglichkeiten, wie man es machen könnte. So as you can see, I made a hole in the side. Auf der Seite hat er ein Loch gemacht. And this is where I'm going to push the pump in. I'm going to put the pump in through the side. Und er wird die Pumpe durch die Seite reingeben. I'm going to forward it a little bit, so it's a little bit Das quicker. praktisch, dass man die Schachtel dann auch aufmachen kann, die Schuhschachtel, und das besser platzieren zu können. So it has a hole at the top, and this hole is slightly smaller than how round that bottle is. Okay, es hat ein Loch auf der Dach, und dieses Loch ist ein klein wenig kleiner als die Flasche selber. Also es darf nie größer als die Flasche sein. So I'm putting in the cork and I push it in really tight. Er gibt den Korken rein und macht es wirklich straff. But not too tight that it's pushed too far in. Genau, aber nicht zu sehr, dass es viel zu weit nach innen gedrückt ist. And if you see this, I've made it so that it doesn't, you can't see it easily on this picture, but it's not resting on the fins. Also die Flasche ruht nicht auf den Flügeln. Das ist wichtig zu beachten. Die Flasche ruht nicht auf den Flügeln. Die Flügel sind entfernt von der Schachtel. So, and when you position it away from your face, So positionieren, dass es weg von deinem Gesicht ist, damit es auch keine Unfälle geben kann. Und Flug. all right. So there's other videos, but we're not going to show those. Let's get into the science. How does it work? Also wie funktioniert das?
So I have a few questions for you. Wir haben ein paar Fragen für euch. And you're going to get this sheet as well, so you can do this later. Ihr kriegt diese Zettel mit den Fragen auch, damit ihr das später habt und später machen könnt auch. Okay, so I want you to label the different parts of the rocket. Bitte beschriftet die unterschiedlichen Teile der Rakete. So the nose cone, who can anyone tell me where the nose cone is? Jason, Yeah. do you want to share the picture? Ah, sorry. Thank you. I didn't realize I wasn't. Yeah. So, can you see this picture of the rocket? Yes, now we can see it. Okay, excellent. Thank you, Adora. I didn't realize I wasn't sharing it. So here is the rocket, and I think someone's even drawn on my screen. I don't know if you all can see that, but someone's drawn on my screen where the nose cone is. So I want you to actually label the rocket. So if you want to, you can actually say it. So anyone can unmute and just tell me where it is. Where's the nose cone? You can say, oh, it's at the top, it's at the bottom, it's on the side. Beschriftet für uns die Rakete. Wo ist die Spitze? Excellent. Someone's actually drawing it at the top. Yeah, exactly nice. there. Perfect. And what are the fins? Was sind die Flügel? Okay. So can whoever drew up there we go. Thank you. It's on these bits on the side. All right. And we're going to talk about why we have these. The body of the rocket. Der Körper der Rakete ist wo? Yeah, right in the middle. Exactly. And you can see that the window is inside it. You can see that that's the window. Und das Fenster ist. Mhm. And what is the exhaust? Was ist der Auspuff? Perfect. So we have. Warte, hat noch keiner gesagt. Wo ist der Auspuff? Wo ist das, wo das Benzin rauskommt? Das ist der Auspuff. Wo ist der? Top, middle, bottom, side. Habt ihr eine Idee? So whoever our artist is, you are doing a great job. We're happy for you to keep going. But of course, I'm sure you all can see that where it is, and it comes exactly. Wonderful. Thank you, WingTech and Samsung. Excellent. Great. Thank you for putting in your answers. And wow, it's getting wild. That's it. Excellent. But right there is where it is. So these are the questions. So my question to you is, who can tell me what is the fuel? What is the fuel that we use in our rockets to make the rocket blast? Was ist das Benzin, das wir in unserer Rakete, die wir selbst gemacht haben, verwendet haben? So ja? Ich weiß hi. nicht. Bitte? Was sagst du? Gar nichts. Okay, dann musst du nicht. Do you want to guess what is our fuel that we use in our rocket? Was ist das Benzin, das wir für unsere Rakete verwendet haben? Kommt schon, denkt nach. Ihr habt es alle gesehen. Feuer? Did you see fire in the picture of the rocket that you saw in the video? Hast du Feuer bei unserer Rakete gesehen, die wir gelauncht haben? Nein, ich meine diese Rakete. Okay, true. In this rocket on the picture, it's the fire that's burning. That's the fuel burning. Yeah, correct. In the one that I made, what's the fuel? Wasser. Perfect. Exactly. Wasser. Exactly. And I don't know if you saw it, but the water sprayed, right? Which direction was the water going? Which way was the water going? Which direction? In welche Richtung ging das Wasser? Also ihr habt gesehen, das Wasser ist
rausgeflossen? In welche Richtung ist das Wasser geflossen? You're all drawing the fuel or pointing to some different parts. So you got I see some of you labeling the exhaust, the windows. That's great. The exhaust, I can see, the nose cone. But the question is, which direction did the water go? In welche Richtung ist das Wasser gegangen? Könnt ihr euch erinnern an das Video, wie die Rakete hochgeschossen ist? In welche Richtung ist das Wasser gegangen? Ist das Wasser nach oben gegangen, zur Seite, rundherum, um die Rakete? Nach oben. Seid ihr sicher? Let's have a look. Let's have a look together to see which way the water was going. Let's take a look. Okay. So let's take a look and see. And you'll tell me which direction did the water go? Schaut genau hin. In welche Richtung geht das Wasser? Pump it, pump it, pump. Oh, habt ihr das gesehen? Not so easy, huh? Maybe it wasn't so clear for that one. On the other video, it was very. It's much clearer on the other one, right? Yeah. So, can you see this? You have to open. You have to share. Open it again. Okay, sorry. Let's have a look. Now I have to go back to the video and start it. Let's find that again. Okay, jetzt achtet ganz genau. Wo geht das Wasser hin? Oben. Where's the water? What direction does the water go? Just watch. Okay, I have to do that and do it again. Okay, let's rewind it then and press play, and then I go. So take a look, make sure your eyes are on it. I'm going to pause it to hopefully that can work. Let's see. Make sure that the rocket is away from your face. Und welche Richtung? Woo! Cool. Yeah, someone's showing the flight path. All right. Which direction did the water go? In welche Richtung ging das Wasser? Oben. Nach oben? Ah, really? Okay. Someone thinks it went up. Which? Someone else says Findet up. alle, dass das Wasser nach oben ging? Does everyone say up? Ja. Yeah. Ah, that's interesting. Okay, that's interesting. So let's have a look. I'm gonna pause it. I'm gonna try and catch it again. Let's pause it to see. Let's see if I can get it at the right point. I share my screen once more, and then I'm gonna try and pause it to see. So it's going 3, 2, 1. If I start pumping, let's go. Okay, now, so here we are. Take a look. I've paused it too early. Oi! Which way did the water go? Which way? In welche Richtung ging das Wasser? Let's have a look before it flips on its head. Before it flips on its head. Can you remove your sketches? Take away your drawings. Take away your drawings. Take away your drawings. Okay, which way did the water go? This is the hole. Is the water really going upwards or is it going downwards? Is it going if you look at the flask, is it going out of the flask
or is it going With the flask. with the flask? Geht das Out. Wasser raus aus Going der out. Flasche? So which way is out? Welche Richtung ist jetzt raus? Is it Und, towards the ground or towards the sky? Genau. Raus ist unten, nach unten. Towards the ground. Towards the ground. All right. Can you see that this is coming out of the flask? The only way it can come out is to go down. So it's actually going downwards. Can we get our artist to draw an arrow like this? Who's our wonderful artist? Draw an arrow going down. Kannst du Follow einen that Pfeil water. Follow nach that unten water. zeichnen? Yeah, with an Genau. arrow. Show Ein it Pfeil going nach down. unten zeichnen. With an arrow. There we go. Genau. Excellent. Brilliant. No, not on me. The arrow of the water. The arrow of the water. Not of my arm. The arrow of the water. But you've got it. You've seen this big, thick blue line is going downwards towards the floor. All right? It might not be so obvious, but that's because the rocket's going up. Right? So Die Rakete if geht my nach rocket is going unten up, und das Wasser geht die Rakete geht nach oben und das Wasser geht nach unten. the water Yeah. has to be going down. This is the way that the water is flowing. So as the water goes down, it pushes the rocket up. Water goes down and the rocket goes up. Dadurch, dass das Wasser nach unten geht, schiebt es die Rakete nach oben. All right. Let's take a look on the sheet. So down here, we call it the force of action, or yeah, this is the force of action. It's the downwards force. Das ist Kann ich die Kraft der Aktion genannt, die Ja. abwärtige Kraft. And upwards is the reaction. So the action You have to share the causes. screen again. Oh, sorry. Cheers. Thank you. So this is the force of action going down. Das That's ist die the water. Aktionskraft. Can you mute? Ask you here. Can you mute? Oh, you have your question. Is your hand up for a question? Go on. What's your question? We're actually, yeah. What's your question? I see your hand was up. No? Okay. So the water is going down. Das Wasser geht That's the force runter of action. und das ist die Aktionskraft. And it causes a reaction. Und das bewirkt eine Reaktion. Good. And that is the rocket going upwards. Und das ist die Rakete, die sich nach oben propellt. Excellent. The artist just drew the water going downwards. This is the arrow of the water going downwards. So we actually have a name for this in science, of course, that describes this. Also es gibt einen Namen in der Wissenschaft, also in der Physik, das beschreibt. Hello, So hello, Yeah. Dora. Good afternoon. Good afternoon. good Hi, afternoon. Dora. Have you finished with the children? No, we're still Not yet. We're still in the middle of the. Yeah, we're still in the middle of the presentation. So for a rocket to go upwards, Oh, sit down, wash. Damit eine Rakete raufgeht, something must push downwards. etwas muss nach unten drücken. Ja? It's called Newton's third law, law of action and reaction. Das ist das dritte Newtonsche Gesetz in der Physik und ist die Regel der Aktion und Reaktion. Das Prinzip der Aktion und Reaktion. And we have two gaps here for you to fill out your answers. Does anyone want to have a guess at putting in these answers here? For every what, there is an equal and opposite something. For every something, there is an equal and opposite something else. Any answer? Für jedes etwas gibt es einen gleichen gegengesetzten etwas. Was möchtet ihr da eintragen? Keine Ahnung. Everything.
Okay, so these are the words that we're learning today, and it's action and reaction. Also, das sind die Worte, die wir heute lernen. Aktion und Reaktion. Ich glaube, ich weiß schon. Okay, dann sag bitte. Reaction, for every reaction. It's Every reaction, there's an action, an equal act, an opposite action. so let's start with what starts. The action is what starts the reaction. Also die Aktion ist das, was die Reaktion bewirkt. Here's an example of going in of a force going in one way and another. So this man is actually, he wants to step forward. That's his action. He's going forwards. But Also das ist ein Beispiel für eben Aktion und Reaktion. Der Mann steigt vom Boot runter und möchte nach vorne gehen. and that causes him to push the boat in this direction. That's the reaction. Und das führt dazu, dass er das Boot in die andere Richtung drängt. Das ist die Reaktion. Also für jede Aktion gibt es eine gleich starke, entgegengesetzte Reaktion. Let's look at this rocket. When you look at this rocket, let's keep it with the one that's colorful. So this rocket here, we Yeah, know we- that the Rakete. we know that the rocket goes upwards, Wir wissen, dass die Rakete nach oben geht. but this is what we call the reaction. Und dass die Rakete nach oben geht, ist das, was wir als Reaktion bezeichnen. Who can tell me what the action that caused the rocket to go upwards? What was the action that caused this to happen? Air, water, Good. And Super. what direction was the water going? down. Excellent. So the water going down is the action. That's the beginning. Also das And Wasser, what- das nach unten geht, ist die Aktion. Das ist der Anfang. And the result is the rocket going upwards. Und das Resultat ist die Rakete, die nach oben propellt wird, also geschoben wird. Here's a picture of a woman rowing a boat. Ein Foto von einer Frau, die in einem Kanu rudert. Yep. Can you remove the arrows for now? Can someone stop with the arrows? Can you take the arrows away for a second? Könnt ihr bitte kurz aufhören mit den Pfeilen? Thank you. Thank you. So we have a force in this direction and we have a force going in this direction. Can you see my arrows, Adora? Ja, Yeah, okay, Ja. good. also es gibt eine Kraft, die in eine Richtung geht und eine andere Kraft, die in eine andere Richtung geht. Who can tell me which one is the action force? Is that the one with the paddle going backwards or the boat going forwards? Which is the starting point? What causes? Also was ist jetzt die Aktionskraft? Die Kraft vom Paddel, das nach hinten geht, oder das Boot, das nach vorne geht? Welches von dem ist die Aktionskraft? Habt ihr eine Idee? Nein, Okay, tell us what direction is the boat going? In welche Richtung geht das Boot? Geht das Boot nach vorne, auf die Seite, nach hinten? In welche Richtung geht das Boot? Nach vorne. Nach Good. vorne. Yeah, it's going in this direction. Yeah, so that's what happens at the end. That's what we called the effect or the reaction. Also das ist die Tatsache, dass das Boot in die Richtung geht, nach vorne, ist das, was am Schluss passiert. Das ist der Effekt oder auch die Reaktion. Das bedeutet nun, was ist dann die Aktion? What is the action then?
Yeah, yeah. What's the action, people? Any ideas? The result is the boat going forwards, but what causes the boat to go forwards? Also das Ergebnis ist, dass das Boot nach vorne geht. Vorne. Aber was bewirkt, dass das Boot nach vorne geht? Wasser. Das Wasser? It's more than just the water. You can see that she has a paddle. Which direction is she pushing the paddle? Hinten. Ah, Genau. great. So she pushes the paddle in this direction, backwards, and that causes the boat to go forwards. Das heißt, sie schiebt das Paddel nach hinten und das führt dazu, dass das Boot nach vorne sich bewegt. Okay. Das heißt, was ist jetzt die Aktion? What is the action now? What's the force that started the boat to cause the boat to move? Which force caused the boat to move? Welche Kraft bewirkt, dass das Boot sich jetzt bewegt? Können Sie das nochmal sagen? Okay, so any, yeah? Was sagst du? Okay. Okay, so even if you're not sure, you're welcome to guess, and it is only two possibilities. It's either going forwards or backwards. Also So, selbst wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt ruhig raten. Es gibt aber wirklich nur zwei Möglichkeiten, entweder vorne oder hinten. Welches ist die Kraft, die dazu führt, dass das Boot sich bewegt? Hinten. hinten. Genau. Excellent. And we call that the action force, Das ist die right? Aktionskraft. We have two more Ausgelöst durch pictures. das Paddel. Die Aktionskraft ausgelöst durch das Paddel. Okay, so in these pictures, let's look at this is what we call a balloon rocket. Das ist eine Luftballonrakete. So it's another idea for you to make a rocket. Ist auch eine Möglichkeit für euch, eine Rakete zu machen. So who can tell me, in what direction is the balloon going? In welche Richtung wird dieser Ballon jetzt gehen? Vorne. Back. Vorne. Nach vorne, korrekt. All right, so we've got different answers, and those of you that said forwards are correct. This way, the balloon is moving in this direction. What is it that causes the balloon to go this way? Was bewirkt jetzt, dass der Ballon in die Richtung nach vorne geht? Luft. Yes, who said the air? But what direction is the air going? Und in welche Richtung geht die Luft? Nach hinten. Nach hinten. Perfekt, super. Excellent. So the air goes this way and it causes the balloon to go that way. This one is a little bit more difficult, but let's look at it. Can anyone tell me which direction will the woman go? What direction is the woman? They're on skates. So, das sind Eiskunstläufer, ja? In welche Richtung wird die Frau gehen? Okay, das sind jetzt ein paar Fälle. Excellent. I Einige see someone gehen with the nach red oben. arrows. I see others writing. Yeah. Sag Great. Nach Hey, das sind hinten. jetzt ganz viele Pfeile. Leute, lasst die Pfeile bestehen, die ihr als korrekt empfindet. Ja, also die Frau wird nach hinten gehen. Good. These Nach red hinten, arrows, ja. if you can all see someone's red arrows, I can see all sorts, a couple of different arrows. So, and the man will be going in which direction? Und in welche Richtung vorne. würde der Mann gehen? Nach vorne. Nach vorne. What direction for you is forward? So this is how the woman will be going. Is the man going to go in the same direction? Wird der Mann in die gleiche Richtung wie die Frau gehen? Okay. Nein. Good. I see these arrows. These are correct. All of these are correct. The man will go in this direction. So we have the woman going in this direction and the man going in that direction. This is the result.
But what caused them to go away? Also das ist das Ergebnis. Der Mann geht in die eine Richtung, die Frau in die andere. Aber was hat das bewirkt, dass es passiert ist? Was war die Ursache dafür? Was war der Grund? Was habe ich gehört? Was war das? Wisst ihr, was der Grund war? Nochmal gesagt? Okay, ich sag's nochmal. Was ist der Grund, dass die Frau in diese Richtung geht und der Mann in die entgegengesetzte Richtung? Warum passiert das? Wegen des Lufts. Wegen der Luft? Wegen die Kraft? Wegen der Kraft? Mhm. Yeah, what Welche force? Kraft? Welche Kraft? Ich weiß, das sieht man nicht so gut in der Zeichnung. You can't see it that well in the painting. Right. So let's have a look at some answers. So I'm going to tell you some what those answers are. But before I do, there's a little something at the top. So it says the law of action and reaction was understood and stated by Sir Isaac Newton, and this became his third law in classical physics. Also, das Prinzip von Aktion und Reaktion wurde verstanden und ausgedrückt von Sir Isaac Newton. Und das war das dritte Gesetz der klassischen Physik, also das dritte Newtonsche Gesetz. And this law has been stated by ancient cultures thousands of years before around the world. Ich weiß, man kann. Entschuldigung, könnt ihr euch muten? Yeah, so we're hearing quite a few different voices. Can you Ganz mute kurz ein your... bisschen muten, bitte, damit wir nicht keine Ablenkung haben. Thank you. Okay, so this is called in science we call it the Newton's third law. Aber Entschuldigung, I really have to translate this because it's important. Also die Tatsache, dass Newton dieses Gesetz jetzt bestimmt hat, heißt nicht, dass er der Erste war. Das wurde schon in jahrhundertealten Kulturen schon benannt, dieses Gesetz. All right, so it was known in ancient cultures, though, in a general law called cause and effect. So this is understood from many thousands of years ago. Genau, also es wurde schon vor Tausenden von Jahren als Gesetz gesehen, Aktion und Reaktion. Dieses Gesetz gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Es wurde nicht von Newton erfunden, sondern nur für Europa entdeckt oder für die Wissenschaft entdeckt. And we call it cause and effect. Aktion und Reaktion. Okay, super. So let's take a look at these other couple of questions, and then I'm going to get you to tell me some questions that you might have. Any other questions? So we're going to get into that in a second. So we can see that the woman in the boat has an action force by pushing backwards with her paddle, and that causes the boat to go forwards. Also die Frau paddelt und macht die Aktionskraft, während das Boot nach vorne sich bewegt. Das ist die Reaktionskraft. So we say that the force of the paddle is the action force, and it pushes the boat in the opposite direction with an equal amount of force. This is the force of reaction. Die Kraft des Paddels ist die Aktionskraft und das schiebt das Boot in die entgegengesetzte Richtung mit der gleichen Kraft, mit der sie paddelt, und das ist die Reaktionskraft. And for the balloon, again, we can see that we have the action force pushing backwards, causing a reaction force, making the balloon go forwards. Für den Ballon ist das Gleiche. Die Aktionskraft schiebt
den Ballon nach vorne, aber wirkt nach hinten. So the amount of action force depends on how strongly the ear pushes out. The more force will make the balloon move faster and go further. Also die Zahl der Aktionskraft hängt davon ab, wie viel Luft aus diesem Ballon rausbefördert wird. Und je mehr Luft, also je stärker die Kraft der Luft ist, desto weiter nach vorne wird der Ballon transportiert und desto schneller. So here you can see the action force is the man and the woman pushing towards each other. Die Aktionskraft ist der Mann und die Frau, wie sie zueinander sich gegenseitig drücken, aneinander drücken. And that creates an equal reaction force, making them both go backwards. Und das bewirkt eine gleichwertige Reaktionskraft, die beide in entgegengesetzte Richtungen bewegen lassen. Okay, so you're going to get this sheet with a few more questions that you can answer later. Ihr werdet jetzt noch diese Zettel kriegen mit unterschiedlichen Fragen, die ihr dann später selbst beantworten könnt, weil ihr das jetzt mit uns auch geübt habt. All right, and we have the answers on the sheet here at the bottom, Und jetzt doch die Antworten. and you get the whole worksheet as well. Okay, great. So, brilliant. I think that's kind of how we make rockets in a nutshell. And you've also understood some of the science. Also das ist die Art, wie man Raketen macht, und ihr habt jetzt auch die Wissenschaft dahinter verstanden. So what we have now for you is an open time where you can ask any questions you want. It can be related to the rockets. It can be related to other science questions. And also, we want to remind you that we're here to support you, so you can actually have tutoring, after school tutoring and things like that to support you with your understanding in science. Also was wir jetzt machen ist, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, das wir jetzt besprochen haben, oder auch zu anderen Themen, könnt ihr sie sehr, sehr gerne jetzt stellen. Und etwas, was ihr nicht vergessen dürft, ist, wir sind dazu da, um euch zusätzlich Unterricht zu geben, wenn ihr es benötigt, in den unterschiedlichen Fächern, naturwissenschaftlichen Fächern wie eben Physik, Mathematik und so weiter. Also wenn ihr das braucht, dann bitte Bescheid sagen. Und jetzt einfach Fragen stellen. Okay, it's open. Yep. It's open. What? Yeah, please. Any questions or any questions? Do you have any questions? Nein. No. All right, good. That's for you. Anyone else? Nein. Okay. Or anything that you want to say about the rockets, or anything that you want to find out about the rockets? Genau, oder wollt ihr irgendwas teilen über die Raketen, oder wollt ihr was fragen zur Rakete? Rockets are cool. Rockets are cool. All right. I think so too. I think May Jemison would agree with you. Nein. Okay. All right. Wir sagen nein. All right, people. So I've got one last thing maybe to show you. If you wanted to be lazy, Wenn you ihr probably faul could sein wolltet, you probably could make a rocket without a nose cone, könntet ihr glatt eine Rakete ohne eine Spitze machen. or maybe no fins. Oder ohne Flügel. Oh, these are stuck tightly together. Look at the difference. Schaut euch den Unterschied zwischen der Rakete mit Spitze und Flügeln an und der Rakete ohne. So my question to you is, would they fly the same, or will one be better than the other?
Die Frage an euch jetzt ist, würden Sie jetzt auf die gleiche Weise fliegen oder wäre eine besser als die andere? Eine wäre besser als die andere. Ja. Which One would be one? better than the other. Which one? Welche wäre das? Die gute, die Die normale. mit den, ja, die normale. Die normale Rakete wäre besser. Ja. Ah, okay, good. Does anyone know why? Wisst ihr warum? Weil es Flügel hat. Weil es Nein. Flügel hat. That helps. Mhm. And what else? Just the fins? What about this big long pointy thing? No one says this? Huh? Nein. So you don't need to. So this is this no difference? Does this make no difference to how it flies? Doch. Keinen Ja. Unterschied? No. Yes. Yes. Yes or no? What difference does it make? Welchen Unterschied macht es? Weil da. What? Was sagst du? Ich? Nein, nix. Okay, then let's take a look at this. When you have a point, it goes through the ear much better. It makes it what we call aerodynamic. Also wenn du eine Spitze hast, geht die Rakete durch die Luft viel besser. Das wird als Aerodynamik oder auch es macht die Rakete windschlüpfriger. Sie wird nicht vom Wind stark angegriffen oder weniger angegriffen vom Wind. So, paper, same paper, Das gleiche Papier, same paper, same size, das Same gleiche Papier, size. gleiche Größe, gleiche Machart. Which one is going to hit the ground first? Welches von den beiden Papieren wird am schnellsten am Boden sein? Ball. Ball? Ja, die Kugel. Ja. Ball. Kugel wird am schnellsten am Boden sein. Okay, probieren wir es aus. Ja. Clear, right? Clear, right? It's the one that is scrunched up. Das, But why? Ja. warum? Why? Weil die Kugel mehr Kraft hat oder irgendwie. Weil die Kugel No, mehr Kraft hat. there's no more force in the paper. Es gibt nicht mehr Kraft in den Papieren. Beide haben die gleiche Kraft. Why does this fly better than this? Weil da ein Flügel ist. Okay, I'm going to tell you. So there's something called air resistance. Es gibt etwas, das heißt Luftresistenz, Luftwiderstand. Yes, Luftwiderstand. This is a huge amount of space that the air can blow on. Das Right. ist eine Riesenfläche, auf die die Luft blasen kann. Okay. The ball is so much smaller. Und der Ball ist viel kleiner, da kann die Luft weniger drauf blasen. There's less space for the air for the air to blow on. Right? So take a look at the difference between this and this. Wenn ihr euch den Unterschied zwischen dieser flachen Fläche anschaut und der Spitze, wo wird die Luft am ehesten draufblasen können? Wo wird die Luft am ehesten Druck machen können? Where do you think the air will have more pressure on? Sag? Will the air blow more onto this or this? Which one does the air have more pressure on? Which one can have more air on it? The Welches flat kann mehr Luft paper. haben? Flat paper. Das flache Papier, genau. So when I let go of my paper gets blown by the air, by lots of air. Genau, wenn man das Papier loslässt, dann wird es durch die Luft
gebremst. But very small space for the ear is there for the ball. The ear can only push on a little bit of the ball. Genau, und die Luft kann aber nur einen kleinen Bereich des Balles gegen einen kleinen Bereich des Balles drücken. We call it the surface area. Das ist die Oberfläche. The paper has a much bigger surface area than the scrunched up ball. Das Papier, das glatte Papier hat eine viel größere Oberfläche als der Ball. Das heißt, die Luft kann viel, viel mehr Druck auf die Oberfläche des Blattes machen, als auf den Ball. Und genau das Gleiche. So the last question of the day is just, why does this fly better than this? Why? Warum fliegt jetzt die Rakete mit der Spitze besser als die Rakete ohne Spitze? Weil es eine Spitze hat, weil die andere eine Spitze hat. Aber warum fliegt die Spitze besser? Es spitz ist. Weil es spitz ist. Was heißt das jetzt? Was macht die Luft bei der Spitze? Wasser kommt nach oben, also kommt bis zu die Spitze und dann fliegt es irgendwie. No. It's to do with the Vergiss amount nicht, of das air. Wasser geht nach unten. It's to Vergiss do nicht, with the das Wasser air. geht nach unten. Das Luft? Ich habe hier Luft gehört. the air. Yeah, Luft. the air. It's really to do with the air. If you imagine someone jumping with a parachute. Stellt euch vor, jemand, der mit einem Fallschirm springt. It opens up like an umbrella. The Der Fallschirm parachute öffnet opens. sich wie ein Regenschirm. So all of the air fills it, all of that space. Also die ganze Luft füllt diesen Raum vom Fallschirm. And it slows the person down from the fall. Und dadurch wird die Person, der Fallschirmspringer, verlangsamt bei seinem Fall. Das ist das gleiche Prinzip. That's like a big bit of paper, Ein großes Blatt Papier. right? I can really move that paper just by blowing, really easily. I can't do it with the ball. I'm blowing on both of them. This moves, this doesn't, because so little air. And it's Das like a eine parachute. bewegt sich, das andere nicht, weil das andere viel, viel weniger Angriffsfläche von der Luft hat. Darf ich jetzt das fragen? Yes, please. What's the question? Aber wenn das Wasser von der Rakete drinnen ist da drinnen ein Stöpsel bei der Wasserflasche oder kann das Wasser runtergehen? Es gibt, du hast gesehen, kann ich antworten? Justin? Du siehst, dass er einen Korken einen Korken in die Flasche reingegeben hat. Der Korken muss fest drinnen sein, aber darf nicht zu tief in der Flasche drinnen sein. Ja? Und dadurch kann das Wasser am Anfang nicht rauskommen. Ja? Das ist der Korken, den er reingegeben hat in die Flasche. Ja? Aber der Korken hat ein Loch, durch das dann auch die Luft durchgeht. Ja? Durch das die Luft reingeblasen wird in die Flasche. Okay. Ja? Ja. Okay. Good, great. All right, so can I have a round of applause for you, all of my fellow scientists? You done excellent today, so give yourselves a round of applause. Applaudiert euch selber. Ihr habt wirklich gut durchgehalten. Super mitgearbeitet. Hey, so I don't know, are there any more questions? Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Nein. Nein. Okay. Nein. Nein. All right. Nein. All right. Okay. All right.
then we will wish you a wonderful day and I hope you enjoyed the class. Aber ist das jeden Samstag? Nicht jeden Samstag, aber relativ regelmäßig. Ihr müsst einfach nur auf Instagram schauen. Eure Eltern können auf Instagram schauen und dort sind die Klassen dann auch präsentiert. Ja? Okay. Wenn ihr Spaß gehabt habt, seid ihr eingeladen, wiederzukommen und wir können auch gern Fragen von euch beantworten zu schulischen Sachen. Und wie Jason schon gesagt hat, ihr könnt gerne von ihm Unterricht erhalten, wenn ihr irgendwo Unterstützung braucht. Ja? Sei es jetzt Mathematik, Physik, Biologie, eins von diesen Fächern. Ja? Alles. Alles? Na dann bitte, lass deine Mama anrufen. All right. Take care. Okay, Bye. es war wirklich schön, dass ihr da wart. Yeah, Wir wünschen brilliant. euch noch einen schönen Tag. Thank Ja, you all. tschüss. Take care. Tschüss. Enjoy making your rockets. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. War schön Bye. mit euch. Bye. Auf Wiedersehen. Bye. Auf Wiedersehen.